Wir verlassen Benidorm und fahren 35 Kilometer weiter in Richtung Alicante, und zwar zur Stadt El Campello. Und dort gibt es einen neuen Stellplatz. Den möchte ich vorstellen und die Umgebung. Herzlich willkommen dazu. Wir nutzen die AP7, um nach El Campello zu kommen. Wir hätten natürlich auch auf der N332 fahren können, aber für uns ist es einfacher, die Autobahn zu fahren, die Nebenstrecke, da kleine Orte, Ampeln und so weiter. Und so sind wir sehr schnell hier in El Campello angekommen. Die Anfahrt zum Stellplatz ist recht einfach. Man muss nicht irgendwie mitten in die Stadt reinfahren. Wir sind hier im Außenbereich der Stadt El Campello und erreichen jetzt gleich den Stellplatz. Der Platz hat erst seit wenigen Tagen geöffnet. Es ist ein ganz neuer Platz. Er kommt hier auf der linken Seite. Wir kennen die Region, aber diesen Platz natürlich nicht. Hier links kommt jetzt die Einfahrt. Wir dürfen hier reinfahren. Ich sehe, es ist eine gestrichelte Linie, keine durchgezogene. Muss man immer so ein bisschen aufpassen hier in Spanien. Und jetzt haben wir hier die Einfahrt. Schön breit, schön groß. Und den guten Mann, den wir da vorne laufen sehen in der braunen Jacke, der kennt uns und der hat uns hier jetzt schon empfangen. Er ist hier Camper auf dem Platz und hilft dir so ein bisschen, für alle, die hier gerade ankommen, den richtigen Platz zu finden. An der Einfahrt steht auch der Name des Platzes, Sunset Camper Area. Wir hatten nicht reserviert. Wir haben den 6. November und man sieht, es gibt noch ausreichend freie Plätze. Eins muss ich gleich sagen, und zwar, das ist nicht ideal gelöst hier mit den Begrenzungssteinen für die Plätze. Die schauen aus dem Boden heraus und sind scharfkantig und können zu Beschädigungen am Reifen führen. Christian, der uns hier einweist, passt auf, dass wir nirgendwo anfahren, also auch diese Steine nicht berühren. So kommen wir ohne Probleme zu unserem Platz. Es gibt hier 3 Kategorien von Plätzen in der Größe. Wir haben die mittlere Kategorie, also bis 8,50 Meter. Es gibt kürzere Plätze, 7 Meter. Und es gibt auch lange, 10 bis 11 Meter, die Plätze. Hola. Buenos días. Sí, sí. Muy bien. Muy bien, sí. Bien, ¿no? Viaje bien. Okay. Vorne in der Rezeption ist jemand? Ja, okay. Im Augenblick ist noch keiner da, kommt zuerst mal in Ruhe an, ganz Ja. geschmeidig. Ja. Also, Ja. Christian hat uns die wichtigsten Sachen vom Platz erklärt. Der Chef war auch kurz dabei. Der wusste aber nicht, wer wir sind oder dass wir einen YouTube-Kanal betreiben, hat uns aber freundlich begrüßt. Die Plätze vor uns, das heißt die am Zaun, das sind die größeren Plätze, dort können längere Fahrzeuge stehen. Alle Plätze haben einen Stromanschluss. Der Strom wird im Moment noch pauschal berechnet mit 5 Euro pro Tag. Ob sich das noch ändern wird und nach Verbrauch berechnet wird, ist mir nicht bekannt, weiß ich nicht. Wir zahlen hier im November 16 Euro pro Tag. Das hat sich aber zum Dezember hin verändert. Hier zahlt man jetzt im Dezember 18 Euro für unsere Parzelle, 20 Euro für die große Parzelle. Hier sehen wir jetzt den Plan vom Platz. Die dunkelblauen Plätze sind die großen, die hellblauen sind die mittlere Größe und die cremefarbenen direkt an der Straße sind die kleinen Plätze. Ganz hinten am Ende des Platzes gibt es ein automatisches Tor. Das kann man öffnen, indem man auf einen Taster drückt und dann kann man dort rausgehen und dort findet man dann auch eine Wiese, wo man mit dem Hund hingehen kann. Jetzt sieht man es hier, das ist das Tor. Ich weiß im Moment nicht, wie man es von außen wieder aufmacht, weil ich da nicht rausgegangen bin. Aber man sieht, hier ist die Rasenfläche und dort kann man also auch mit dem Hund gehen, kann natürlich auch hier mit dem Fahrrad oder zu Fuß weitergehen.
2 Sanitärgebäude gibt es auf dem Platz. Ein Gebäude ist etwa in der Mitte des Platzes und dort hat man eine Dusche und Toilette. Beides ist in der Platzgebühr enthalten, also die Nutzung ist in der Platzgebühr enthalten. Auch eine Abwaschmöglichkeit haben wir hier vorne im Eingangsbereich. Ja, alles sauber und ordentlich neu. Eine Geschichte, die uns aufgefallen ist und die auch geändert werden sollte oder jetzt vielleicht schon geändert ist. Die Duschen haben einen Vorhang und das ist nicht mehr Stand der Dinge. Da hat man heute eine Tür und das sollte umgehend geändert werden. So hatte man uns gesagt während unseres Besuches auf diesem Stellplatz. Das zweite Sanitärgebäude ist rechts vom Eingang oder von der Einfahrt. Ähnlich sieht es innen aus wie bei dem anderen auch. Jetzt schauen wir von der Einfahrt auf den Stellplatz und wenn wir gleich hier links rumgehen, dort ist die End- und Versorgung. Hier gibt es als Bodeneinlass nur ein schmales Gitterrost, was für Grauwasser natürlich reicht, aber um Fäkalien zu entsorgen, wird es schwierig. Da ist aber hier vorne, jetzt sieht man es in der Ecke, ein Metalldeckel, den habe ich geöffnet und dort konnte ich dann mit einem Schlauch meinen Fäkalientank entleeren. Jetzt mal wieder ein Tipp von mir und zwar bekomme ich ja immer wieder Anfragen, wie fahre ich am besten nach Spanien, welche Route nehme ich. Ich habe ja eine Internetseite, hacovideo.de. Dort gibt es eine Stellplatzkarte und dort habe ich alle Videos verlinkt auf einer Google Maps Karte. Und wenn man diese Stellplatzkarte dann öffnet, dann sieht man die einzelnen Punkte, die Stellplätze mit den jeweiligen Videos. Daran kann man sich gut orientieren, beziehungsweise wenn man dann eine Route fahren möchte, kann man diese Plätze, die ich dort festgelegt habe, einfach sich mal anschauen und sehen, ist der Platz was für mich, kann ich den nutzen, sind die Plätze groß genug. Ich habe speziell, auch wer mit Anhänger fährt, Plätze blau gekennzeichnet, die haben ein blaues Symbol. Das sind Plätze, dort kann man angehängt mit einem Anhänger stehen und übernachten. Das Ganze kann man einmal öffnen über den Browser, ganz normal. Kann man auch einfach eingeben Haco Stellplatzkarte oder man nutzt die Haco App. Dort findet ihr auch alle Plätze und auch die Stellplatzkarte und die Videos. Die App kostet allerdings 1,99 €. Damit wollen wir uns nicht bereichern. Da geht es mehr darum, dass wir die Kosten an die Provider, die wir ja zahlen müssen, für eine App bei Apple oder auch bei Android, also die Kosten, um die zu decken, haben wir da einen Preis von 1,99 €. Wer also die App nutzen möchte, kann das gerne dann tun. Andererseits kann man kostenlos über meine Webseite kostenlos die Stellplatzkarte natürlich nutzen. Jetzt geht's weiter hier mit dem Stellplatz und der Umgebung. Strand und Promenade sind ca. 500 Meter vom Stellplatz entfernt, kann man also ohne weiteres zu Fuß erreichen. Wir haben aber die Fahrräder genutzt und sind mit den Fahrrädern gestartet, weil wir noch ein bisschen weiter fahren wollten. Die Stadt El Campello liegt zwischen Benidorm und Alicante, hat ca. 30.000 Einwohner und natürlich einen sehr schönen Strand, den werden wir jetzt hier gleich sehen. Aber erst kommen wir mal vorbei hier an dieser Bahnlinie. Die führt einmal nach Benidorm und zur anderen Seite nach Alicante. Es gibt eine Station, da kann man direkt, also von hier von der Straße aus einsteigen und dann nach Benidorm fahren oder nach Alicante fahren. Es gibt hier eine schöne Bucht mit einem sehr schönen Strand, der auch langläufig ist, wenn man also da so am Strand spazieren gehen möchte. Hier kann man es machen. Wir sind dann noch ein ganzes Stück weiter gefahren. Man kann hier entlang der Promenade und dem Strand immer mit dem Fahrrad fahren und fährt dann so ein bisschen nach außerhalb von El Campello und dann kommt man zu Ausgrabungen. Und diese Ausgrabungen haben wir uns mal kurz angesehen. Nichts Weltbewegendes, aber mal was anderes, als immer nur am Strand zu laufen. Bei den Ausgrabungen handelt es sich um Reste von römischen Bädern und Tempeln.
Vorbeigekommen sind wir auch an einem schönen kleinen Hafen. Hier gibt es auch Bars und Restaurants. Und natürlich auch an der Promenade gibt es jede Menge Restaurants und Bars. Das muss ich vielleicht noch erwähnen, hier in El Campello gibt es noch einen weiteren neuen Stellplatz. Dort waren wir auch kurz mit den Rädern, haben uns das angeschaut. Den werde ich demnächst mal kurz in einem Video zeigen, nur damit man mal sieht, wie es dort aussieht. 3 Tage waren wir jetzt hier auf dem Platz, die Zeit ist schnell vergangen. Wir hatten jetzt zwischenzeitlich erfahren, dass es einen weiteren neuen Stellplatz gibt, und zwar in der Nähe von Santa Pola. Und so haben wir uns spontan entschlossen, dorthin zu fahren und uns den anzuschauen. Blick auf die Karte, ganz oben sehen wir den Stellplatz El Campello, dann kommt Alicante und dann etwa in der Mitte dieser neue Stellplatz, und der ist in der Nähe von Santa Pola. Aber mehr dazu im nächsten Video. Jetzt fahren wir hier auf die Entsorgung, die ist großzügig, man hat da kein Problem reinzufahren. Und ja, ich werde ja immer nachgefragt, wie ist das mit den Spiegeln? Hier so einen kleinen Ausschnitt, so sieht das aus. Ich habe eine rote und blaue Linie. Danach kann ich mich etwa richten und weiß jetzt auch in etwa, wie weit ich entfernt bin vom Entsorgungsschacht, wenn ich den dann im Spiegel sehe. Spiegel ist ja nicht der richtige Ausdruck, ist ja ein Monitor, der den Rückspiegel, den Außenrückspiegel ersetzt. Ich habe ja zusätzlich auch noch 360 Grad Übersicht. Das Ganze muss ich mal vernünftig aufnehmen und dann kann ich es vielleicht mal ordentlich zeigen in einem Video, wie das aussieht, wenn man damit rangiert. Ich habe flexible Schläuche dabei, damit kann ich etwa 5 bis 6 Meter überbrücken und so erreiche ich damit auch diesen Schacht und kann ohne Probleme entsorgen. Ich habe zusätzlich noch einen dünneren Schlauch dabei, der hat einen Durchmesser von 50 mm, damit kann ich mehr als 10 Meter überbrücken, wenn es sein muss. Wir haben uns dann von Christian verabschiedet, der immer gerne hilft beim Rangieren und Einweisen. Und dann hatten wir auch noch den Chef gesehen beim Abfahrt. Er hat auch Winke-Winke gemacht und hat uns freundlich verabschiedet. Ja, Christian, der geht dann voran und hilft uns ein bisschen hier auf die doch etwas stärker befahrene Straße zu kommen. Ist manchmal nicht so ganz einfach, aber wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Aber es ist natürlich schön, wenn jemand da behilflich ist. Das war meine Vorstellung des neuen Stellplatzes in El Campello mit dem Namen Sunset. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen informieren und zeigen, wie es dort aussieht. Ich empfehle nicht, ich zeige nur, wie es dort aussieht. Ob jemand dort dann hinfährt oder auch nicht, das darf natürlich jeder für sich entscheiden. Wenn euch das Video gefallen hat, die Informationen hilfreich waren, dann würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.